wo sie noch heute liegen. Die Unterdrückung begann, steigerte sich in den 30er Jahren. Das Schwarze Buch verzeichnete die Namen aller inhaftierten oder gesuchten Demagogen im Deutschen Bund. Darunter befanden sich wirkliche Revolutionäre wie der Dichter Georg Büchner. Die meisten Verfolgten waren in den 20er Jahren harmlose Liberale und Demokraten. Aber gerade auf die bürgerliche Intelligenz zielten die neuen Sondergesetze. Es war der österreichische Staatsmann Metternich, der sie in einem zweifelhaften Verfahren in Deutschland durchgesetzt hatte. Universitäten wurden überwacht, kritische Professoren und Lehrer entfernt, Studentenverbindungen aufgelöst, liberale Zeitungen und Bücher verboten. Nicht alle Staaten, Österreich aber und vor allem Preußen, wandten die Gesetze scharf an. Die Gefängnisse füllten sich. Nach 1820 starb das aufkeimende politische Leben des Bürgertums ab. Georg Herwegh sang ein Wiegenlied. Deutschland auf weichem Pfühle, mach dir den Kopf nicht schwer im irdischen Gewühle. Schlafe, was willst du mehr? Lass jede Freiheit dir rauben, setze dich nicht zur Wehr. Du behältst den christlichen Glauben. Schlafe, was willst du mehr? Und wenn man dir alles verböte, ach, gräme dich nicht so sehr. Du hast ja Schiller und Goethe. Schlafe, was willst du mehr? Caspar David Friedrich malte Traumwelten. Zwei Männer den Mond betrachtend. Doch was sind das für Gesellen? Sie tragen den altdeutschen Rock und das Barett der Patrioten. Die machen demagogische Umtriebe, erklärte der Künstler. Diese Werke sind verschlüsselte Botschaften. 1823 malt er einen Freiheitskämpfer, der in eine Gruft hinabblickt. Dort unten liegt Ulrich von Hutten, gestorben vor 300 Jahren, ein Streiter um das Vaterland. Friedrich hielt den Freiheitsgedanken lebendig. Gemälden war mit Gesetzen nicht beizukommen. Seine Landschaften glichen Visionen einer anderen Welt mit Gestalten voller Sehnsucht nach Wahrheit und Ewigkeit. Wir sind Fürstenknechte, klagte Friedrich. Er versank in tiefer Depression. Berlin zur gleichen Zeit, 1834. Eduard Gärtner steht auf dem Dache der Friedrich-Werderschen Kirche und malt, was er sieht. Der Künstler ist Realist. Vor ihm auf dem Dach erblickt er einen Anstreicher, der muss mit aufs Bild. Genau wie der berühmte Naturforscher Alexander von Humboldt nebst Gemahlin. Blick und Gedanke schweifen in die Ferne. Überall wird gebaut. Berlin wächst jedes Jahr um 5000 Menschen, meist Zuwanderer aus dem Umland. Schinkels Bauakademie, gediegener Backstein, ein feuerfestes Gebäude, funktionsgerecht gestaltet, streng und maßvoll. Gärtner malt Berlin als Stadt des Bürgerstandes. Seine Frau führt eines ihrer Kinder an der Hand, während das zweite das Dach hinaufkraxelt bis zum First, wenn det man gut sieht.
Tiergarten sind Mietshäuser für die bessere Gesellschaft fertig geworden, mehrstöckig, um den Boden auszunutzen. Sie gehören Zimmermeister Schulz und Maurermeister Schüttler, zwei cleveren Bauspekulanten. Eine Wohnung mit 6 Zimmern kostet 300 Taler im Jahr. Die wohlsituierten Mieter, Apotheker, Anwälte, Ministerialbeamte verdienen das 10-fache. Bellevue Nummer 11 und Nummer 11a werden feine Adressen und sichere Kapitalanlagen. In der Politik haben die Bürger nichts zu sagen. In Handel, Gewerbe und Verwaltung aber geben sie den Ton an. Der König hat das Rauchen unter den Linden verboten. Empörend, dass Adlige ihre Stumpen auf die Straße werfen. Sie haben manches Vorrecht. Das Leben in Berlin ist heiter wie ein Ausflug, möchten die Gemälde glauben machen. Monarchie und Bürgertum friedlich vereint. Gewiss hatte Preußen Frieden, die Wirtschaft blühte, Größen der Wissenschaft flanierten vor dem Schloss, und doch begann es zu rumoren. In der Berliner Gesellschaft der 30er Jahre fehlten Dichter und Denker wie Görres, Arndt und Heine. Sie waren vor Zensur und Kerker geflohen. Unwillig schwiegen die Bürger. Schon das Wort Protestantismus war verboten. Seiten aus dem Lexikon von Brockhaus wurden konfisziert. Heimlich machte man sich lustig über die Dummheit der Regierung. Die Bürger gingen nach Hause und warteten auf bessere Zeiten. Immerhin schützte der Staat ihr Eigentum. Die Straßen waren sicher und auch die Nachtruhe. Man zog sich ins Private zurück. Der Alltag wurde zur Kultur erhoben. Es entstand das Biedermeier, die Lebensform des Bürgers. Das Generalmöbel ist der Sekretär an der Wand. Dort schreibt man Briefe. Doch Vorsicht, der Staat kann Briefe öffnen. Die Sitzfläche der Stühle ist fast immer gepolstert, die Lehne nie. Das ist bequem und zweckmäßig. An Nähtischen sticken die Damen des Hauses. Im Ofen knistert Reisig. Auf dem gediegenen Teppich spielen die Kinder. Sie müssen artig sein. Im Mittelpunkt des Wohnens das Sofa. Dort schmaucht der Hausherr seine Tabakspfeife. Frisch gebrühter Kaffee duftet, es gibt Kuchen mit etwas wenig Butter und nur sonntags vom Konditor Trüffeleis. Werte, die Handwerkern und Kaufleuten zum Aufstieg verhalfen, wie Sparsamkeit, Leistungswille, Solidität, erlangen allgemeine Gültigkeit. Die moderne Familie entsteht. Schlossermeister Hauschild duzt seine Frau. Er hat sie aus Liebe geheiratet. Seine Kinder nennen ihn zärtlich Papa statt Vater. Man grenzt sich ab von der Außenwelt und schafft sich ein kleines Himmelreich auf Erden. Das ist das Paradies des Bürgers. Er fühlt sich geborgen im trauten Heim. Man verehrt Damen von zartem Gefühl. Frauen müssen gebildet sein und Klavier spielen können. Sie sollen gehorchen und sich einüben in Tugend und Anstand, denn Untreue gefährdet die Ehe. Der Pianist spielt Liszt. Diesen Liebestraum kauft sich der Bürger unterm Ladentisch. Erotische Karikaturen befreiten manchen Familienvater von den Anstrengungen der Sittsamkeit. Und die Frauen hatten auch etwas zum Schauen. Ich sehe eine Ente, heißt die Szene, gedruckt in Berlin 1835. Zu dieser Zeit wurde bei Regensburg ein Tempel errichtet.
Er erhebt sich über der Donau wie die Akropolis über Athen. Mitten in den Waldungen des Breuberges bei Donaustauf entstand in antiken griechischen Formen ein Heiligtum des deutschen Vaterlandes, die Walhalla. In der nordischen Mythologie ist Walhalla eine Art Paradies für germanische Krieger. In das Paradies bei Regensburg gingen weniger die Kriegshelden ein, als vielmehr die Kämpfer um Kultur und Wissenschaft. Der Bauherr war König Ludwig I. von Bayern. Wer sich in der deutschen Geschichte rühmlich ausgezeichnet hatte, erhielt in der Walhalla ein Denkmal. Vereint wie antike Götter im Pantheon reihen sich die großen Deutschen, von Ludwig persönlich ausgewählt. Es war unwichtig, welche Konfession oder Mundart der Würdenträger hatte, ob er ein Pfälzer war wie Franz von Sickingen oder ein Hannoveraner wie Scharnhorst. Sie verkörperten Deutschland als Kulturnation. Wenn der Besucher den Philosophen Kant aus Königsberg erblickte, mochte er glauben, die Sache des Vaterlandes sei bei den Bayern in besten Händen. Ludwig war Kulturpatriot. Keiner von denen, die Deutschlands Einheit forderten und immer auch Freiheit meinten, denn das klang nach Revolution. Die Bayern sollten nicht zweifelhaften Demokraten nacheifern, sondern Dichtern und Denkern. Sie sollten ins Museum gehen und sich bilden. Ludwig gab München einen Zug ins Griechische. Der Geist der Antike wehte über Straßen und Plätze. Im 18. Jahrhundert wurde das Nibelungenlied entdeckt, eine Heldendichtung aus dem Mittelalter. Man überreichte sie damals Friedrich dem Großen. Keinen Schuss Pulver wert, meinte der Preußenkönig. Werde dergleichen elendes Zeug aus meiner Bibliothek herauswerfen. Anders der König von Bayern. Er ließ seine Residenz in München mit Szenen aus der Nibelungensage ausstatten. In Ludwigs Zeit galt dieses Lied als große nationale Literatur. Eine Dichtung voll sinnlicher Kraft, höchster Gesinnungen und edelster Gestalten. Hier war beschrieben, wonach die Patrioten gesucht hatten. Das deutsche Wesen, die Seele der Nation. Wissenschaftler stürzten sich auf die Texte, Maler griffen zum Pinsel, Buchhändler verkauften Feldausgaben für Soldaten. Endlich besaßen die Deutschen ihre eigene Mythologie. Im Bücherschrank stand das Nibelungenlied gleich neben der Bibel. Geschichte gab den Menschen einen Halt, den die Gegenwart nicht bieten konnte. Überall Spannungen und widersprüchliche Meinungen, auch in Bayern. Ludwig ließ im fränkischen Gaibach eine Säule errichten zum Gedenken an die bayerische Verfassung, eine der ersten in Deutschland. Die Bürger glaubten, nun dürften sie mitregieren. Ludwig widersprach. Dieser Streit um die Verfassung fand kein Ende. Der König ahnte nicht, dass das Volk ihn eines Tages verjagen würde. Braunschweig, 1830. Die Menge stürmt das Schloss. Über Jahre ist der Hass auf ihren Herzog gewachsen. In einer Nacht entlädt sich die Wut. Endlich erhält auch das Herzogtum Braunschweig eine Verfassung. Aber wie die bayerische erweckt sie nur den Anschein von Liberalität. 1832 laden Geschäftsleute in der Pfalz zu einem Volksfest auf die Schlossruine Hambach. Man wolle über nationale Fragen diskutieren. Zeitungen verbreiten den Aufruf, aber die Behörden verbieten die Versammlung. Protest erhebt sich. Wieder berichten die Zeitungen. Man nimmt das Verbot zurück. Zum Hambacher Fest, nun populär geworden, strömen Zehntausende. Der liberale Abresch schwenkt eine Fahne mit der Aufschrift